Was ist die soziale Marktwirtschaft? Viele Menschen haben heute den Eindruck, dass sich viel in unserer Gesellschaft verändert. Sie haben Angst, nur noch Getriebene einer immer schneller werdenden wirtschaftlichen Entwicklung zu sein. Doch wie wichtig ist darin der einzelne Mensch? Und welche Aufgabe hat eigentlich der Staat? Schauen wir erstmal kurz zurück. Wie ist unsere Wirtschaftsordnung in Deutschland entstanden? Der Anfang des 20. Jahrhunderts war geprägt von 2 Weltkriegen sowie unruhigen Phasen in Wirtschaft und Politik in der Weimarer Republik und den Schrecken des Nationalsozialismus. Aufgrund schlechter Erfahrungen mit Planwirtschaft und freier Marktwirtschaft entwickelten unter anderem diese 3 hier eine neue Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, die soziale Marktwirtschaft. Sie steht für freien und fairen Wettbewerb mit sozialem Ausgleich. Berühmt wurde sie durch das Motto Wohlstand für alle und Eigentum für jeden des ersten Wirtschaftsministers der Bundesrepublik, Ludwig Erhard. Die soziale Marktwirtschaft stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Aus der Würde des Menschen ergibt sich die Freiheit, unser Leben eigenverantwortlich und selbstbestimmt zu gestalten. Das heißt, Freiheit und Entfaltung auf der einen, Verantwortung für sich selbst und die Gemeinschaft auf der anderen Seite. Der Staat sorgt dafür, dass alle faire Start- und Wettbewerbsbedingungen haben und gibt den Menschen sowie dem Markt so viel Freiheit wie möglich. Eingeschränkt wird diese nur, wenn sie einen funktionierenden Markt oder die Rechte anderer bedroht. Geht es auf dem Markt unfair zu, kann der Staat zu große Macht einzelner Unternehmen durch sein Wettbewerbsrecht eindämmen oder beispielsweise Umweltschäden entgegensteuern. Ein geregelter Wettbewerb ermöglicht Teilhabe am Markt, schafft Freiräume für neue Ideen, Arbeitsplätze sowie angemessene Preise. Er sorgt aber auch für die notwendige Infrastruktur, um Teilhabe am Markt und Gesellschaft zu ermöglichen, zum Beispiel durch einen möglichst gleichen und breiten Zugang zu Bildung. Das christliche Menschenbild und sein Leitgedanke der Menschenwürde bilden somit die Grundlage für die Beziehung zwischen dem Einzelnen, dem Staat und der Gesellschaft. Damit die soziale Marktwirtschaft funktioniert, sollte der Einzelne, so gut es geht, für sich und sein soziales Umfeld sorgen. Erst wenn er es alleine nicht mehr schafft, bekommt er von Gemeinschaft und Staat Unterstützung. Der Staat verteilt Einkommen und ermöglicht damit auch den Schwächeren wirtschaftliche Teilhabe. Wer mehr verdient, zahlt mehr Steuern. Aber diejenigen, die mehr leisten wollen und können, erhalten auch genügend Freiräume zum Wirtschaften, ganz im Sinne der Leistungsgerechtigkeit. Die Ideen der sozialen Marktwirtschaft prägen seit über 70 Jahren das Zusammenleben in Deutschland. An ihr können wir uns auch in Zukunft orientieren, wenn wir sie stets anhand aktueller Fragen weiterentwickeln.